Hallo, liebe Fernsehzuschauer. Am 30. Oktober sitze ich in dieser Sitzecke nicht alleine. Dann werde ich hier zusammen mit meinen 8 Spielpartnern aus 4 europäischen Partnerstädten die neue Show Europaare präsentieren. Als Gäste mit dabei Lydie Auvray, Georges Moustaki, Gianna Nannini und Hollands neuer Superentertainer Lee Towers. Also am 30. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ja, wenn Fortuna Glück spielt, dann wird es im Fernsehen besonders spannend. Mit einer Portion Glück können Sie in wenigen Augenblicken Millionär werden. Allein in der ersten Gewinnklasse werden bei der heutigen 43. Veranstaltung des Lotto am Samstag über 7 Millionen Mark ausgespielt. Toi, toi, toi. Zwanzig. 47. 12. 27. 34. 36. 'Zusatzzahl ist 24. Und hier noch einmal die Glückszahlen 6 aus 49. 12, 20, 27, 34, 36, 47 und die Zusatzzahl 24. Ich wiederhole: 12, 20, 27, 34, 36, 47 und die Zusatzzahl 24.
Und nun die Gewinnzahlen der Lotterie Spiel 77. Sie lautet 3, 1, 5, 2, 9, 3, 5. Ich wiederhole. 3, 1, 5, 2, 9, 3, 5. Und zum Schluss die Gewinnzahlen der heutigen Wochenziehung der Glücksspirale 88 und der Prämienziehung. Sie wurden unter behördlicher Aufsicht gezogen. 5,50 Mark entfielen auf die Endziffer 2. 10 Mark entfielen auf die Endziffern 57. 100 Mark auf die Endziffern 828. 1000 Mark entfielen auf die Endziffern 9499. 10.000 D-Mark entfielen auf die Endziffern 68.857, 100.000 Mark auf die Endziffern 475.375 und 1 Million Mark entfiel auf die Losnummer 6.679.676. Ich wiederhole die Endziffern 2, 5, 7, 8, 2, 8, 9, 4, 9, 9, 6, 8, 8, 5, 7, 4, 7, 5, 3, 7, 5 und 6, 6, 7, 9, 6, 7, 6. Und nun die Gewinnzahl der Prämienziehung. Fondsanteile im Wert von 700.000 Mark entfielen auf die Endziffern 234.814. Auch hier wiederhole ich die Endziffern 2, 3, 4, 8, 1, 4. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Allen Gewinnern recht herzlichen Glückwunsch. Übrigens, am kommenden Mittwoch winkt schon wieder eine neue Chance beim Lotto am Mittwoch. Beim Spiel 77 liegt 1 Million Mark im Jackpot. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Landesvorstand der niedersächsischen CDU sind heute die Weichen für die nächste Landtagswahl gestellt worden. Die Sondersitzung fand unter dem Eindruck der jüngsten Affären und des Rücktritts von Innenminister Hasselmann. Und das sind die beiden wichtigsten Entscheidungen. Ministerpräsident Albrecht wird auch 1990 wieder Spitzenkandidat seiner Partei sein, entgegen ursprünglichen Plänen. Den Wahlkampf will er gemeinsam mit Wilfried Hasselmann machen. Der Landesvorstand sprach sich einstimmig dafür aus, dass Hasselmann CDU-Vorsitzender in Niedersachsen bleibt. Nach gut 5-stündiger Sitzung des CDU-Landesvorstandes hinter verschlossenen Türen waren auch für Wilfried Hasselmann die Würfel gefallen. Er wurde nach intensiver Diskussion als Landesvorsitzender bestätigt. Mit großer Spannung war auch die Entscheidung über den neuen Spitzenkandidaten der Union erwartet worden. Rita Süssmuth galt noch bis heute unter Journalisten als Geheimtipp. Und das vor allem wegen der anhaltenden Probleme mit dem niedersächsischen Innenministerium, dessen Chef Hasselmann wegen einer offenbaren Falschaussage vor dem Spielbankenuntersuchungsausschuss in dieser Woche zurückgetreten war. Eine schwere Belastungsprobe für die Regierung Albrecht. Nach der gestrigen Ernennung eines neuen Innenministers heute nun die Entscheidung. Ernst Albrecht macht weiter, er nahm auch Stellung zur Wiederwahl Hasselmanns. Wir haben, wie Sie wissen, mehrere Stunden diskutiert über die Situation, über die Vorgänge, die Gegenstand von Untersuchungsausschüssen gewesen sind. Und darin sehe ich gerade den Wert dieses einstimmigen Beschlusses, dass er nach einer sehr intensiven und offenen Erörterung im Landesvorstand erfolgt ist. Der angeschlagene und trotzdem neu bestätigte Wilfried Hasselmann zu seiner Wiederwahl. Ich habe darauf Wert gelegt, dass darüber ernsthaft diskutiert wird. Und ich habe auch gefragt, ob irgendjemand noch irgendetwas weiß, dass hier eine, ich sag mal so, vereinigte Gruppierung immer wieder bohren wird, dass die Messerstiche und die Hetze nicht aufhört. Das ist mir klar. Auf dem Landesparteitag der schleswig-holsteinischen CDU haben die Delegierten trotz heftiger Kritik einen Leitantrag zur künftigen Parteiarbeit angenommen. Einzelne Stimmberechtigte hatten dem Landesvorstand unter Bundesfinanzminister Stoltenberg vorgeworfen, nach der schweren Niederlage bei der Landtagswahl nur Floskeln und Selbstverständlichkeiten aufgelistet zu haben.
Stoltenberg wies die Kritik als überzogen zurück. Er sagte aber zu, das Papier bis zum Parteitag im April überarbeiten zu lassen. Zu den Aufgaben in der Kirche der DDR gehört es nach Ansicht des Ostberliner Generalsuperintendenten Krusche, sich in die Politik einzumischen. Er äußerte sich heute in Dortmund auf der Ökumenischen Versammlung, einem Vorbereitungstreffen der vom Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker für 1990 angeregten Friedensversammlung in Seoul. Nach Dortmund waren 22.000 Christen gekommen. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Unter diesem Motto waren Christen aller Konfessionen nach Dortmund gereist. Christliche Antworten zu aktuellen Themen wollen sie hören und erarbeiten. Während zum Beispiel in einer Nebenhalle über die Gefahren der Gentechnologie diskutiert wird, gibt es bei der Hauptveranstaltung kritische Fragen, unter anderem an den Bundesumweltminister. Ich bin bis gestern in der Sowjetunion gewesen und habe dort zur Kenntnis genommen, dass es insgesamt